Werner Köber aus Wöllstadt bringt für uns eine Dämmfolie vor seinem Fenster an. Der passionierte Hobbyhandwerker sei dafür wie geschaffen, sagt seine Frau. Der lästert, wenn er sieht, dass andere im Fernsehen handwerkeln. Die machen das alle nicht richtig. Nur er und sein Vater. Die können's. Bis die wärmedämmende Folie klebt, schauen wir uns noch ein anderes Heizspar-Gadget an, den Radiator-Ventilator. Ein strombetriebenes Gebläse, das unter dem Heizkörper montiert wird, um die Heizungsluft schneller im Raum zu verteilen. Dadurch verspricht das Zusatzgerät, Heizkosten einzusparen. Wie beurteilt der Energieberater Johannes Hoffmann von der Verbraucherzentrale dieses Gerät? Ja, was ist davon zu halten? Der Stromverbrauch wird niedrig sein, weil diese Lüfter wie im PC kaum noch was verbrauchen. Die Anbringung von dem Produkt ist relativ einfach, je nach Heizkörper. Energieeinsparung weniger, der Raum verliert Wärme, der Heizkörper ersetzt die Wärme, das macht er nach wie vor. Also verbrauche ich ungefähr die gleiche Wärme, ich kriege sie nur komfortabler und schneller hinein. Je nach Größe kosten die Gebläse zwischen 60 und 120 €. Weil sie die warme Luft nur schneller verteilen, sparen sie aber kaum Heizkosten. Bei Hobbyhandwerker Werner Köber aus Wöllstadt wird es langsam mit der Folie. Ja, das macht er doch super. In der Zwischenzeit erkundigen wir uns nach einem Klassiker, der Reflexionsplatte. Reflexion heißt, es wirft die Wärme in den Raum zurück vom Heizkörper und damit steigert man natürlich deutlich die Behaglichkeit. Das heißt, bei den normalen Flachheizkörpern heutzutage wird ja viel Luft nach oben rausgeschmissen und nur wenig nach hinten abgestrahlt. Da ist die Wirkung beschränkt. Bei den alten Stahlheizkörpern ist das deutlich mehr, weil die Strahlung dann in den Raum zurückgeworfen wird. Ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Reflexionsplatten oder Folien kosten zwischen 5 und 10 € pro Quadratmeter und können 6 bis 12% Heizkosten sparen. Und noch ein Tipp vom Fachmann. Man muss diese Reflexionsfolien oder Platten sehr dicht anbringen, um zu vermeiden, dass Kondensation und eventuell Schimmel hinter der Platte entsteht. Bei Familie Köber verspricht die Dämmfolie ein Luftpolster zu schaffen, fast wie eine dritte Scheibe, sagt der Hersteller. Anders als eine dritte Scheibe muss sie aber am Ende noch glatt geföhnt werden. Und? Ja, ich würde sagen, es ist besser geworden, als ich dachte, dass es wird. Das ist relativ faltenfrei. Allerdings finde ich, der Aufwand und ich glaube, der Nutzen, der da am Ende bei rumkommt, der wird wahrscheinlich nicht so intensiv sein. Eine Dämmfolie kostet rund 3 € pro Quadratmeter und spart bezogen auf die Fensterfläche 15 bis 20% der Kosten. In der Regel ist es so, dass der Fensterflächenanteil ca. 20% vielleicht ausmacht. Das heißt, ein Fünftel der Einsparung von 15% ergibt dann 3% auf das Gesamte. Werner Köber montiert noch eine Schaumstoffdichtung. Wie sinnvoll ist diese altbewährte Maßnahme? Wenn die Fenster nicht mehr richtig dicht schließen, dann ist da durchaus Hilfe mit dem Teil möglich, um den Luftzug zu begrenzen und damit natürlich auch deutlich die Wärmeverluste zu begrenzen. Das heißt, je schlechter das Fenster ist, desto mehr Wirkung hat das Ganze. Die Schaumstoffdichtung kostet etwa 1 € pro Meter und spart je nach Fenster bis zu 6% Heizkosten. Aber Achtung! Man sollte nicht zu dick auftragen. Weil? Weil man damit dann die Situation wieder verschlechtert, das Fenster nicht mehr ordentlich schließen kann. Johannes Hoffmanns Lieblingsgadget ist das programmierbare Heizungsthermostat. Einzeln oder smart vernetzt kann man damit die Raumtemperatur individuell an Tageszeit und Nutzung anpassen. Dadurch, dass man den Raum nicht immer auf der gleichen Temperatur hält, spart man natürlich Energie. Jedes Grad, was man weniger einstellt, führt zu 6% Energieeinsparung auf diese Fläche bezogen. Je nach Art der Heizkörper und Zustand der Fenster lassen sich also mit verschiedenen Mitteln ein paar Prozent Heizkosten einsparen. Es muss ja nicht gleich die gute alte Wärmflasche sein.